Aber das passiert halt, wenn man auf einem nicht-deutschen Server spielt. Oh, hat's gesagt! Und dafür kommt er in den Knast. Ganz am Anfang von Flive Universe war es tatsächlich so, ich weiß nicht mehr, wann sie es geändert haben, ich glaube nach 4 Monaten oder 5 Monaten oder so. Oder vielleicht war es sogar ein halbes, also vielleicht sogar über ein halbes Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall schon lange her. Ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass die CW-Sets, also diese Elementarwiderstände, also Widerstand gegen Blitzelement steigt und pipapo, die haben am Anfang nicht im PvE gezählt. Also dieser enorme Verteidigungsboost, den dieses Set gibt gegen jedes Element außer Wind. Oder diese Sets, die haben ja alle die gleichen Boni. Also Widerstandsboni. Und tatsächlich war es am Anfang so, dass die nicht im PvE gezählt haben. Das heißt, du hast das Set angezogen und ja, es hatte einen ganz guten Rüstwert für ein Level 50er Set. Aber es hatte keine, was sind das, 40-50% Elementarwiderstand. Also hatte es schon, aber es hatte nur im PvP gezählt und nicht im PvE. Es kann sogar sein, dass sie es erst mit Reborn geändert haben. Also das ist ja im März, whatever. Ja, doch, könnte tatsächlich sein, dass es mit Reborn war oder kurz davor. Auf jeden Fall hat es eine Weile gedauert, also so ein halbes Jahr oder so hat es, glaube ich, gedauert, bis sie das geändert haben. Und ich meine, da konnte man natürlich schon sagen, ja gut, es ist deutlich seltener, teurer, damage-technisch zwar minimal besser, wobei, wie gesagt, damals war Cruiser Set auch voll teuer, da hat Cruiser Set Clean bestimmt 20 Mio gekostet und Rorin vielleicht 30 oder so, also von dem her hat das Argument eigentlich damals auch schon nicht so viel Sinn gemacht. Aber da konnte man zumindest argumentieren, naja, dieser krasse Verteidigungsbonus, also der existiert einfach nicht. Es hat mehr Verteidigung als Cruiser, auch ohne diese Elementarboni. Aber halt jetzt nicht diesen immensen Verteidigungsbonus, den man jetzt hat, wo es ja wirklich ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Wenn du das Set zum Beispiel in Envy-Deaths trägst oder eben nicht. Also es ist ja literally ein gigantischer Unterschied. Fühlt sich ja schon fast an wie Cheating. Und ja, also da konnte man vielleicht noch ein bisschen besser argumentieren. Aber seitdem diese Elementarboni auch aktiviert sind, ist es halt das beste Set, was DPS angeht. Und das beste Set, was Verteidigung angeht. Also gibt es eigentlich keinen Grund mehr, ein Cruiser-Set zu tragen. Und die finanziellen Gründe, sage ich mal, naja, sind auch relativ, weil ich meine, warum willst du nicht mehr Geld ausgeben, wenn du auch was Besseres bekommst? Also es ist ja nicht so, dass du mehr Geld für das Gleiche ausgibst, wenn du zum Beispiel Cruiser sagen wir mal für 5 Mio bekommst und Rorin sagen wir mal bekommst du für 25 oder so. Was wahrscheinlich in beiden Fällen günstiger wäre, als du es tatsächlich bekommen würdest. Aber was hast du dann davon? Dann sparst du 20 Mio, aber das ist ja auch das schlechtere Set. Also, finde ich, ist ja dann irgendwie kein gutes Argument. Weil ich meine, ja, du hast nur 5 Mio ausgegeben, aber ja, du hast auch das schlechtere Set. Also, keine Ahnung. Irgendwie schwierig. Aber kann ja jeder machen, was er will. Ich weiß auf jeden Fall... Ach nee, das war auf dem FEC-Server, ne? Was es auf jeden Fall auch gibt, was auch crazy ist. Es gibt mehrere Cruiser-Sets plus 10. Und einige davon wurden auf dem FEC-Server gecraftet. Also auf dem FEC-Server habe ich mindestens 3 oder 4 Mal mitbekommen, dass jemand Cruiser-Set plus 10 gemacht hat. Wedge-Set auch. Vermutlich wegen Low Guild War. Beziehungsweise, ich glaube, einmal hieß es sogar für irgendwie Giant Hunting oder so. Das war tatsächlich ein philippinischer Spieler, glaube ich, der das eine gemacht hat. Und das habe ich auch absolut nicht begriffen. Weil alle Giants, die irgendwas Relevantes droppen, fangen ab Steel Knight an. Also der erste Giant, der Guardian-Waffen droppen kann, zum Beispiel, ist der Steel Knight. Das heißt, ab da fangen Giants an, die man actually farmen möchte, weil sie halt tatsächlich Sachen droppen, die man halt, ja, also Guardian Axe zum Beispiel, Guardian Stick oder Guardian Bow, also die klassischen Guardian-Waffen, die eigentlich immer ganz gut weggehen. Wo man sagen kann, okay, wenn ich mir jetzt so ein OP-Set mache, plus 10, vielleicht sogar 28%, dann gefühlt two-shotte ich dann den Giant und habe aber 100% Drop-Chance, so ungefähr. Dann kann man schon vielleicht irgendwie, also ehrlich gesagt nicht, weil ich meine, da gibt es 3 Milliarden für ein Set aus, da musst du erstmal 30 Guardian Äxte droppen, um das Geld auch nur ansatzweise zurückzubekommen. Dauert ja auch eine ganze Zeit. Aber gut, sei jetzt mal dahingestellt, ob das so viel Sinn macht. Auf jeden Fall verstehe ich halt trotzdem nicht, warum man nicht das Rowan-Set genommen hat. Klar, auf dem FEC-Server war das nicht ganz so verfügbar. Am Anfang zumindest, später schon. Aber, wie gesagt, also warum? Also alle Giants, außer Wind Giants, machen dir gefühlt 50% weniger Schaden, wenn du noch Elemente auf die Suit packst. Oder halt auf jeden Fall, keine Ahnung, 30% weniger, whatever.
Und wenn du eh Giant hunten willst, dann ist das doch literally das, was dich interessiert. Guten Schaden machen, das hast du beim Set immer. Und aber auch eben gute Verteidigung, dass du keine Power-Ups brauchst oder so. Oder zumindest keine defensiven Power-Ups. Also auch das habe ich irgendwie nicht so hundertprozentig begriffen. Und selbst für PvP genau das gleiche. Ich meine, warum würdest du für einen 60er Guild War zum Beispiel, also wenn sich jemand das Equipment jetzt nicht fürs Giant Hunten gemacht hat, oder für Envy Deft, sondern für einen Guild War, für einen Low-Level Guild War, ist genau das gleiche. Ich meine, warum würdest du das Set mit weniger Verteidigungswerten und weniger Damage nehmen, wenn du literally vorhast, das plus 10 zu machen und da tonnenweise Kohle reinzustecken? Ich meine, selbst auf FEC hast du jetzt Set plus 10 nicht unbedingt geschenkt bekommen. Ja, es war ziemlich einfach zugegebenermaßen, auf FEC was plus 10 zu machen. Aber geschenkt hat man es dir ja trotzdem nicht. Also, keine Ahnung. Es ist und bleibt ein Rätsel. Kann man so sagen. Wer braucht so ein starkes Set? You und dein plus 10? Envy Defts farmen. Mach doch einfach endlich OnlyFans. I wish, man. I wish. I wish that would work. Neue Serie Fleifer sucht Frau. Das ergibt keinen Sinn. Alle Fleifer, die eine Frau wollen, haben eine. Denn sie sind erfolgreiche Fleif-Spieler, Fleif-E-Sportler. Das heißt, jede Frau würde sich darum reißen, an der Seite eines solchen Mannes zu stehen. Oder andererseits, jeder Mann würde sich reißen, an der Seite einer Frau zu stehen, die Fleif spielt. Das ergibt also wenig Sinn. Die Sendung wäre literally, yo, ich will ein Topmodel als Frau, schnippst mit den Fingern und schon stehen 10 vor der Tür. So ungefähr. Basically 4 Wochen vorher war, also kannst du es ja ausrechnen, war Asia Release. Literally 28 Tage vorher müssten das gewesen sein. Ja. Also ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Und ja. Halber Monat quasi noch. Bis zum Second Anniversary. Man merkt richtig, wie sie das Second Anniversary angefangen zu hypen, ne? Jetzt gerade befinden wir uns ja quasi in einer super Hype-Phase. Doppel-XP-Event, Triple-Drop-Event, Super-Event-Wochenende, 5 Events zeitgleich, es geht ab wie Schmitz Katze, neuer Content, und dann bin ich aufgewacht. Also, an für sich macht das natürlich nicht so viel Sinn, wenn du schon einen Monat vorm Anniversary anfängst, Anniversary-Events zu machen. Not gonna lie. Aber eigentlich könnte man es ja schon so machen, dass man irgendwie so ein bisschen aufbaut. Ich meine, ja, okay, es sind zugegeben noch 2 Wochen, fast 3. Also Donnerstag in 2 Wochen, basically. Könnte es anfangen mit dem Anniversary. Oder wird es wahrscheinlich anfangen. Ja. Aber ich finde halt irgendwie... Ich meine, es gab schon so viele gute Events in der Vergangenheit. Wie zum Beispiel das zu Weihnachten 2022. Beziehungsweise New Year 2022. Oder halt, wie gesagt, wirklich einfach mal wieder ein Doppel-XP-Event oder so. Irgendwas, was sie halt schon echt lange nicht mehr gemacht haben. Dass man halt so langsam merkt, oh, Second Anniversary, die hauen jetzt schon Doppel-XP-Event raus. Das könnte richtig geil werden. Wisst ihr, was ich meine? So, dass man halt quasi jetzt nicht schon, wie gesagt, Second Anniversary feiert, Wochen bevor es überhaupt stattfindet. Ich meine, das jetzt auch nicht unbedingt, weil das wäre dann auch irgendwie dämlich, irgendwie so ein bisschen. Aber dass du halt anfängst, das so ein bisschen anfangen, die Leute quasi darauf vorzubereiten, beziehungsweise die Leute darauf zu hypen. Und alles, was sie jetzt gemacht haben, ist ein 0815-Event mit den Leannas aufzuspielen. Das ist ja wirklich nichts Besonderes mit den Leannas, das ist ein absolutes Standard-Event. Und dann haben sie noch das Event mit den Monster Balls verlängert, weil sie gesagt haben, dass es so gutes Feedback bekommen hat. Aber, hat es halt irgendwie nicht. Also kein Schwein hat da gutes Feedback geliefert bei dem Event. Ich wüsste wirklich nicht wer. Und ein Event verlängern, das schon 4 Wochen läuft, hat halt so wenig mit Hype zu tun, wie im Altenheim einer Talentshow zuzuschauen. Also, ja, nee.
Das ist jetzt nicht wirklich Hype. Ein Event, das schon seit 4 Wochen läuft, nochmal um 2 Wochen zu verlängern. Yay! Resident Sleeper.